Farbig lasern auf Holz, ist das möglich? Ich rede nicht von farbig drucken auf Holz, ich rede von Lasern auf Holz, mit einem Diodenlaser, mit einem CO2-Laser. Wie dieses Beispiel hier. Ihr seht hier farbig gelasert auf Holz. Wie das möglich ist, das wollen wir uns heute in diesem Video anschauen, und wen das interessiert, der schaut sich das am besten an. Mein Gott, was redet der wieder für einen Stuss da vor sich hin? Farbig lasern auf Holz ist nicht möglich. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele von euch da draußen, die kennen mich von diesen ganzen Laservideos, die ich schon gemacht habe. Tipps und Tricks und Vorstellungen und so weiter. Da gibt's auch eine Playlist, die kann ich euch gern mal da oben verlinken. Thema ist aber heute farbig lasern. Farbig lasern, ihr wisst es ganz genau, mit dem Diodenlaser, mit dem CO2-Laser und so weiter. Es ist definitiv einfach nicht möglich, außer auf Edelstahl. Das ist möglich, da farbig zu lasern. Aber ich sage jetzt mal auf Holz wie das hier, das ist das erste Muster. Ich spoilere mal ein bisschen. Und zwar habe ich hiermit farbig gelasert. Wie wir das Ganze machen und wie wir dazu kommen überhaupt, das will ich euch heute in diesem Video genau erklären. Eigentlich ist das Ganze gar nichts Neues, muss ich zugeben. Ich meine, es ist schon möglich, auf Holz zum Beispiel farbig zu drucken. Aber wir wollen ja nicht drucken, wir wollen das Ganze ja farbig lasern. Dazu brauchen wir natürlich Hilfsmittel. Weil ihr wisst ja, normaler Laser, CO2-Diodenlaser, die können einfach nur dunkelbraun oder schwarz lasern. Auf Edelstahl ist es möglich, aber wir wollen das Ganze natürlich auch jetzt mal versuchen, um auf Holz farbig zu lasern. Dazu brauchen wir aber Hilfsmittel. Diese Hilfsmittel werden Farbpulver sein. Diesen Pulverlack, den ich hier habe, wird normalerweise für die Pulverbeschichtung verwendet. Was ist eine Pulverbeschichtung? Wie funktioniert das? Ganz einfach, dieser Pulverlack besteht aus ganz feinem Kunststoffpulver, das elektronisch aufgeladen wird. Mit einer Sprühpistole wird das Pulver praktisch aufgeladen und auf das leitfähige Werkstück gesprüht. Durch diese elektronische Ladung haftet das Pulver am Werkstück. Und zwar danach, nach diesem Sprühvorgang, kommt es in einen Ofen, circa bei 160 bis 200 Grad wird das Ganze gebacken. Durch das Backen schmilzt dieses Pulver und bildet eine widerstandsfähige Oberfläche. Und das wollen wir alles heute mit dem Laser erreichen. Und das Ganze auf Holz. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein in unser Projekt. Und zwar, was braucht ihr dazu? Diesen Pulverlack, den werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken für diejenigen, die es natürlich auch mal probieren wollen. Das zweite ist natürlich einen Laser. Diodenlaser, CO2-Laser ist total egal. Wir müssen einfach nur Hitze erzeugen. Das dritte ist, was wir brauchen, ist natürlich Holz. Ich werde für diesen Test hier einfach mal Fichtenholz verwenden. Und ja, wir können loslegen. Ich würde sagen, sucht ihr eure Wunschobjekt und Wunschlogo, was auch immer aus. Wir werden jetzt mit einem Hirsch anfangen. Diesen Hirsch müssen wir jetzt erstmal hier in das Holz eine leichte Tiefengravur vornehmen. Bevor wir mit der Tiefengravur starten, muss ich euch natürlich noch was sagen. Und zwar, egal was ihr verwendet, ihr könnt das Ganze mit dem Diodenlaser machen, ihr könnt das Ganze mit dem CO2-Laser machen und so weiter. Überhaupt kein Stress. Das Einzige, was ihr beachten müsst, dass der Air Assist auszuschalten ist oder abzustecken ist. Ich werde hier meinen absoluten Liebling verwenden, meinen P2S von Xtool. Gibt's auch Videos dazu, kann ich euch nochmal verlinken. Und den werde ich verwenden. Da habe ich jetzt aber persönlich hier mit dem P2S ein kleines Problem, denn ich kann den Air Assist nicht 100%ig abschalten. Ich glaube nur auf 10% runterfahren. Das Problem ist natürlich beim Air Assist, bam, 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 er geht darüber und der bläst ja das Pulver aus dem Holz dann nachher raus. Also ich zeige es, wie ich es gelöst habe. Für alle die praktisch nicht den P2S verwenden, einen Diodenlaser verwenden, könnt ihr ja den Air Assist ausschalten. Beim P2S ist es jetzt einfach so, oder beim P2 genauso. Und zwar kann ich den jetzt nicht ausschalten. Aber ich kann diesen Air Assist Schlauch einfach abstecken. Das ist ein Schnellverschluss. Das heißt, ich brauche jetzt nur die Klappe wegmachen und mache den Schnellverschluss auf und tue ihn einfach nebendran, damit er einfach nicht mehr blasen kann. Ihr könnt es aber in der Software theoretisch auch nochmal bis 10 oder 15% runterfahren. Also so löse ich das Ganze. Gut, das Zweite, was wir beachten müssen, ist, dass ihr dieses Werkstück, dieses Holzstück einfach komplett fest macht. Also das darf sich nicht mehr bewegen um keinen Millimeter, sondern es muss einfach, wie ihr das auch immer macht, ich habe es am Honeycomb einfach mit den Klammern festgemacht. Ihr seht, es ist absolut fest und es bewegt sich keinen Millimeter. Das ist auch noch sehr wichtig.
Bevor ihr das Holzstück aber festmacht in eurem Honeycomb, ist es noch wichtig abzukleben. Also das müsst ihr nicht machen, aber ihr habt danach auf jeden Fall keine Schmauchspuren. Also ich klebe das Ganze ab, um dann Schmauchspuren nachher zu vermeiden. Ich nehme da einfach Krepppapier, Kreppband dazu. Sehr feines Kreppband, kann ich euch auch noch unten verlinken natürlich. Und das macht's einfach mal drauf. Ihr könnt auch anderes Klebeband verwenden, was natürlich wieder abgeht. Dieses Applikationsklebeband funktioniert auch noch. So, das macht's da schön faltenfrei einfach drauf. Wir haben jetzt alles vorbereitet. Wir haben das Holzstück festgemacht. Jetzt bin ich in der Lasersoftware drin. Das könnt ihr natürlich auch in Lightburn machen. Das ist egal, wo ihr das Ganze machen könnt. Ich habe es jetzt hier mit dem P2. So, also, ich habe jetzt da mal ein Muster reingeladen. Diesen Hirsch, den wollen wir da drauf lasern und wollen ihn dann praktisch farbig machen. Jetzt müssen wir erstmal mit der Tiefengravur anfangen. Jetzt müsstet ihr darauf achten, ich werde es euch nachher sagen, wie tief meine Gravur geworden ist. Die darf nicht zu tief sein, aber sie muss schon so tief sein, dass da Pulver reinpassen kann. Also das heißt, ich werde jetzt hier verwenden 50% Leistung, 350 Millimeter pro Sekunde Geschwindigkeit und Linien per Zentimeter 100. Das werden wir jetzt einfach mal machen und werden jetzt einfach mal losschießen und diesen Hirsch da drauf machen und dann geht's weiter mit Pulver einfüllen. So, meine Lieben, ihr seht jetzt hier die Tiefengravur, die ist jetzt roundabout 1 Millimeter tief. Das reicht absolut aus, also tiefer braucht sie gar nicht gehen, weil das Pulver muss ja dann schmelzen. So, diese Pulver, was ich da auch verlinken werde, diese Farbe, das ist jetzt Ozeanblau, die kommt aber nicht ganz so raus, wie es jetzt hier drin ist. Also die wird ein bisschen dunkler, das ist klar, weil die ja dann noch schmilzt. Die könnt ihr jetzt dann schon mal auftragen. Wichtig, ganz wichtig ist, dass ihr das Ganze nicht mehr bewegt, weil ihr müsst jetzt da nochmal drüber lasern. Das heißt, eure Lasergenauigkeit muss natürlich auch, die Wiederholgenauigkeit muss bei eurem Laser natürlich auch stimmen. So, jetzt könnt ihr das mit einem kleinen Löffel oder irgendwie auftragen, das Ganze. Da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen Pulver in diese Tiefe reinbringen. Obala, jetzt bin ich vorbei. Und das machen wir jetzt mal schnell. Wenn ihr das gemacht habt, ist es ganz einfach, nehmt ihr so eine Alu-Visitenkarte, wie ich hier habe, und streicht das Ganze mit einem 45-Grad-Winkel einfach mal so ab. Immer wieder nach oben streichen, dass es einfach alles komplett schön und glatt gefüllt ist. Den Rest könnt ihr da unten dann liegen lassen und deshalb ist es auch super wichtig jetzt, dass der Air Assist komplett aus ist, nicht, dass das Pulver komplett raus geblasen wird. Weil was wir jetzt erzeugen mit dem Laser, wir werden jetzt von der Leistung ganz, ganz weit runtergehen und werden jetzt einfach eine Hitze erzeugen, wo das Pulver schmelzen wird. Jetzt ist das Problem. Ich kann euch natürlich nicht sagen, ich habe jetzt hier einen 80 Watt CO2 Laser. Was ihr natürlich, wie viel Watt ihr habt am Diodenlaser, sonst irgendwas, das müsst ihr natürlich probieren, selber probieren. Weil ich kann euch natürlich jetzt nicht sagen, an welchem Punkt euer Laser diese Hitze erreicht, damit das Pulver schmilzt. Ihr werdet nachher sehen, ich habe auch noch sehr viele Versuche gebraucht am Anfang, um das Ganze rauszubekommen. Aber jetzt gehen wir mal nochmal an den Rechner und werden mal meine Werte anschauen. Gut, es ist wichtig, nichts mehr zu bewegen an der Grafik und nichts mehr zu bewegen am Holzstück. Ihr könnt natürlich jetzt auch mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Ich werde jetzt nicht mit Ebenen arbeiten, ich werde es jetzt einfach abändern. Also das heißt, was ich jetzt rausbekommen habe bei 80 Watt CO2 Laser ist, ich werde auf 3% runtergehen, werde eine Geschwindigkeit von 100 Millimeter pro Sekunde fahren und werde Linien per Zentimeter DPI, was auch immer, wie man das auch nennt dann bei anderen, auf 300 gehen, also richtig hoch. Warum mache ich das Ganze? Umso mehr Linien, umso, ich sage mal, genauer wird das Ganze, ohne dass es mit Strichen zwischendrin, also meine Erfahrungen. Gut, das werden wir jetzt dann einfach mal drüber lasern und vergesst ja nicht den Air Assist auszuschalten, weil sonst ist das Pulver nämlich komplett weg. Und jetzt werden wir mal die erste Schicht einbrennen oder praktisch das Pulver zum Schmelzen bringen. Leute, noch ganz wichtig, hätte ich fast vergessen, Thema Sicherheit. Da entstehen, da das ja Pulver, Kunststoffpulver ist, das wird jetzt ein bisschen aufschmelzen, sind das Gase vielleicht nicht ganz gesund und deshalb solltet ihr diese nicht einatmen. Das heißt, nicht in den Raum rumlasern, sondern entweder in einem Filter ableiten oder die schlechte Luft nach draußen. Ich werde jetzt auch meine Absauganlage anmachen und werde das Ganze nach draußen leiten. Und jetzt können wir nämlich starten. Ihr hört es vielleicht schon mal, die Lüftung geht los und wir können jetzt einfach starten und wir werden diesen ersten Laserdurchgang
starten. Der Laser läuft jetzt im Hintergrund. Ich möchte es euch noch mal ganz kurz erklären. Und zwar ist es wichtig, dass ihr euren Laser jetzt so einstellt. Wenn ihr zu viel Leistung habt, dann verkokelt euch das Pulver. Das wollt ihr das Ganze nicht. Deshalb ist es wichtig, erstens mal mit der Absaugung. Zweitens wollt ihr den Laser ja nur dazu bringen, das Pulver zu schmelzen. Nicht zu verkokeln oder nicht zu verbrennen, wie auch immer. Also müsst ihr mit der Leistung deutlich nach unten gehen. Das müsst ihr aber je nach eurem Laser natürlich selber rausfinden. Dieses Pulver schmilzt bei roundabout 160 bis 200 Grad, schmilzt dieses Pulver und bildet dann diese kleine Schicht. Und das müsst ihr einfach mit eurem Laser erreichen und dann müsst ihr einfach vorab ein paar Versuche machen. So, wie ihr seht ihr eigentlich gar nichts. Ihr seht es einfach nur, es qualmt nicht wirklich richtig, sondern es wird jetzt dieses Pulver wird nur angeschmolzen und verbrennt nicht. Also es darf jetzt nicht einen riesen Qualm geben, weil dann habt ihr es verbrannt, denke ich mal. Und ihr seht, es qualmt gar nichts und das Pulver wird einfach nur jetzt wirklich in das Holz reingeschmolzen. Jetzt warten wir mal ab, bis es fertig ist. Der erste Durchgang ist durch und jetzt seht ihr gerade an der Farbe. Ihr seht, die Farbe ist deutlich unterschiedlich. Also hier ist heller und das eingeschmolzene ist wirklich dunkler. Wenn man da jetzt mal hinfasst, es ist wirklich hart, das Ganze. Es ist wirklich reingeschmolzen ins Holz. Jetzt wollen wir aber noch einen zweiten Durchgang machen und deshalb werden wir das Ganze jetzt mit der Karte noch einmal drüber gehen und werden einfach noch mal einen zweiten Durchgang drüber fahren. Da können wir noch die gleichen Geschwindigkeiten nehmen. Also wie gesagt, das müsst ihr alles bei euch am Laser selber rausfinden, an welchem Punkt praktisch der Laser das Ganze schmilzt. Zweiter Durchgang ist auch fertig und jetzt wollen wir natürlich uns das mal genauer anschauen. Wer möchte, der kann natürlich noch einen dritten Durchgang machen, aber wir wollen es uns jetzt natürlich anschauen und das restliche Pulver werden wir natürlich nicht verschwenden, sondern das werden wir wieder zurücktun. So, jetzt seht ihr auch, warum ich das Ganze jetzt mit dem Klebeband geschützt habe. Erstens mal wegen Schmauch, zweitens mal diese Ränder, das wäre dann praktisch dreckig, das Holz. Aber jetzt können wir es einfach nur abziehen und jetzt schauen wir mal, was da unten dann rauskommt. Das müsst ihr bloß darauf achten, auf eure Finger, nicht, dass die auch noch blau sind und dass ihr das Holz wieder dreckig macht. Uiuiui, das kommt ja richtig cool raus. Keine Angst, wir werden gleich mal eine Aufnahme machen. Jetzt schauen wir uns das Ganze in der Nahaufnahme an. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze erkennen. Schaut mal, wie schön das rauskommt und vor allem diese Farbe, die hat so einen Glanz drin, wenn man das Ganze bewegt. Schaut doch mal richtig heiß aus. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ich bin jetzt zurück in der Software. Wir werden jetzt mal was versuchen. Ich möchte zweifarbig das Ganze machen. Ich möchte die Berge blau haben. Ich möchte das Gipfelholz rot machen. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden, wie ihr das Ganze macht. Ich werde zuerst die Tiefengravur von den Bergen machen, Farbe einfüllen, lasern. Danach werde ich das Ganze nochmal machen, noch einmal Tiefengravur machen und dann Farbe einfüllen und dann lasern. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt nur 2 Ebenen angelegt. Also ihr seht, wir fangen jetzt mit den Bergen einfach an, machen da unsere Tiefengravur mit diesen Einstellungen wieder und dann können wir die gleichen Einstellungen nehmen wie vorher, wenn ihr das natürlich wisst. Es kann auch sein, dass es 3, 4, 5 oder 6, 7% sind bei euch. Das müsst ihr einfach selber rausfinden. So, okay, wir werden jetzt loslegen. Danach werden wir noch einen Versuch machen, dass wir auch noch Farben untereinander mischen. Und bin mal gespannt, wie das rauskommt. Lasst euch überraschen. Wow, jetzt habe ich echt noch so einiges gelasert hier, Leute. Einen ganzen Stapel. Richtig coole Ergebnisse rausbekommen. Ich habe sogar noch Farben gemischt, wie ihr gesehen habt. Das wollen wir uns doch mal anschauen. Und was meint ihr dazu? Sollen wir es uns anschauen? Ja klar, kommt's her. Jetzt seid ihr bestimmt schon ganz schön gespannt, oder? Schaut mal, wie cool das rüberkommt. Rotes Gipfelholz, blaue Berge. Ich habe zwar hier oben einen kleinen Fehler drin. Ich weiß es nicht warum, da ist die Farbe nicht richtig geschmolzen. Aber gut, kann vorkommen. Das müsst ihr natürlich auch bedenken. Da können wir noch ein bisschen rumprobieren. Aber ich denke mal, euch interessiert auch dieser Farbmix, den ich jetzt probiert habe. Und der kommt jetzt. Schaut's mal, wie das richtig cool rüberkommt. Hier ein hellblau, ein dunkelblau, ein rötlich mit reingemischt. Hier ist dann so dieser Übergang von diesem dunkelblau ins rötliche rein. Richtig cool. Gut, einen Fehler habe ich entdeckt und das ist hier an diesem P
Dort weiß ich nicht, warum das Ganze passiert ist. Da müsste man noch mal ein bisschen weiter probieren. Aber für den ersten Versuch finde ich das mal echt super gelungen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ihr müsst nicht meinen, dass bei mir auch alles auf Anhieb funktioniert. Ich habe hier mehrere Stücke, die haben auch nicht funktioniert, hatte ich die falschen Einstellungen. Heißt, ihr müsst einfach die richtige Einstellung finden. Hier mal die kleine Ausbeute. Also diese 3 sind ja super gelungen. Tun wir mal weg. Wir schauen uns mal die an, die nicht mehr, gut geworden sind. Da waren die Einstellungen einfach nicht richtig. Jetzt schaut euch mal das hier an. Diese Farbe, die ist nicht richtig geschmolzen. Das ist richtig und da ist rausgebrochen das Ganze. Da unten ist es richtig verschmolzen, richtig schön geworden. Aber hier oben bei dem Rot überhaupt nicht gut gegangen. Da hinten genauso wieder mal ein verhurztes Stück. Dann jetzt auch, da hatte ich die falsche Tiefengravur drin. Da ist auch die Farbe rausgebrochen mit dem hellen. Also ihr seht, es funktioniert nicht alles wirklich. Da ist auch nochmal ein Versuch. Also mir gefällt es persönlich nicht wirklich, weil die Farbe da nicht angenommen worden ist. Und da hinten, das passt wiederum, das ist okay. Da sind ein paar Punkte drin, da war noch ein bisschen Blau mit dabei. Also, wie gesagt, ihr seht es selber, das geht sogar, muss ich sagen, das hat funktioniert, aber es ist auch nicht so schön, wie jetzt praktisch das hier rausgekommen ist. Also ihr seht, ihr müsst auf jeden Fall probieren. So Leute, eure Meinung da draußen ist mir wichtig und deshalb schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Wie findet ihr dieses farbig Lasern? Wie habt ihr es schon vielleicht probiert? Werdet ihr es vielleicht probieren? Ich werde euch auf jeden Fall diese Pulver unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber dazu muss ich sagen, da gibt es qualitativ hochwertige Pulver, die sind richtig teuer. Und es gibt auch andere Pulver, die habe ich euch aber dazu auch nochmal verlinkt. Schaut da einfach mal drauf. Des Weiteren vergesst die Playlist nicht anzuschauen. Da gibt es also einige Laservorstellungen, so einige Laser-Tipps und Tricks. Zum Beispiel farbig lasern, richtig schwarz lasern mit dem CO2-Laser und. Schaut da einfach mal rein. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Unterstützt den Kanal, abonniert den Kanal. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu, bis demnächst. Servus.